Heute gibt es mal endlich wieder ein Frisurenvideo. Nämlich wollen wir heute zwei richtig coole Haarstyling-Maschinen testen. Nämlich einmal hier diesen Easy Hair Braider. Und da wollen wir testen den Twist Secret. Und die beiden Maschinen sind richtig cool. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich einfacher ist mit den Maschinen oder ob es eher ein Flop ist und man es mit der Hand besser machen kann. Und dann geht's jetzt los. So, wir wollen jetzt hier an der linken Seite mal den Twist Secret testen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie ihr das mit der Hand machen würdet, wenn ihr hier so eine Kordel twisten könnt. Der Twist Secret ist nämlich dafür da, um Kordeln zu twisten. Ihr würdet euch jetzt einfach hier vorne eine Strähne abteilen und dann teilt ihr diese Strähne nochmal in der Mitte, dass ihr hier zwei gleich dicke Strähnen habt. Jetzt dreht ihr jede Kordel nach rechts. Twistet ihr die so und dann klappt ihr sie nach links um. Und jetzt wieder die Strähne nach rechts twisten und nach links umschlagen. Wieder nach rechts twisten und nach links umschlagen. Und dann twistet ihr immer weiter. Immer die Kordel nach rechts drehen, nach links umschlagen. Ihr könnt das natürlich auch beides genau andersrum machen. Wenn ihr die Kordeln lieber nach links twistet, müsst ihr dann aber nach rechts umschlagen. So, das wäre jetzt eure Kordel. Und jetzt machen wir das gleiche mit dem Twist Secret. Ich teile mir hier oben wieder eine Strähne ab. Und diese Strähne teilt ihr dann nochmal in der Mitte, genau wie eben, dass ihr zwei gleich dicke Strähnen habt. Und jetzt nehmt ihr euren Twist Secret und drückt hier die Haken hoch. Dann könnt ihr hier die Strähnen in diese Haken einhaken. Auf jeder Seite. Guckt, dass alle Haare drin sind. Und jetzt habt ihr hier den Schieber 1, 0 und 2. Jetzt drückt man erstmal 1. Dann fängt er an, die Haare zu twisten. Ich denke, das war jetzt genug. Sieht jetzt hier unten was wild aus, aber ist alles noch gut. Und jetzt könnt ihr hier auf die 2 gehen, dann fängt er an, die einzelnen Strähnen gegeneinander einzuschlagen. Sieht ziemlich wild aus. Und ich finde hier den Ansatz hat er jetzt nicht so weit hoch, aber wenn ich jetzt hier weitermache, twistet er hier schon fast zu viel. Ich twiste noch ein bisschen weiter. Jetzt löst ihr hier eure Haare wieder aus den Haken raus. Er hat jetzt im Moment, sieht es aus, als hat er zu viel getwistet. Aber wenn man das jetzt Haargummi reinmacht, dann löst sich der Twist auch wieder ein bisschen. Und so ist jetzt der Vergleich. Also den Anfang kriegt der Twist Secret nicht so schön hin, aber die Kordel selbst hat er eigentlich auch sehr schön hinbekommen. Ich kann mal versuchen, hier oben noch eine etwas dünnere Strähne abzuteilen, ob er es dann schafft, den Ansatz hier noch ein bisschen besser hinzubekommen. So, jetzt haben wir es wirklich bis ganz an den Ansatz getwistet und dann machen wir jetzt Stufe 2. Mehr twisten geht, glaube ich, nicht. Also beim zweiten Versuch ist es schon ein bisschen besser geworden als hier beim ersten Mal. Da ist mir der Ansatz hier nicht getwistet genug. Aber der zweite mit etwas dünneren Strähnen, da ist auch der Ansatz besser gelungen. Aber man kriegt es halt nicht so gut hin, den Ansatz, wie wenn man es selber mit der Hand macht. Aber alles in allem fand ich es jetzt echt ganz super. Wenn man jetzt hier so mehrere Kordeln mal schnell twisten will, geht es doch echt schnell. Jetzt machen wir auf der anderen Seite den Hair Braider. So, dann teilen wir uns hier wieder eine Strähne ab und ganz normal, wie man ein Zöpfchen flechtet, teilen wir die in 3 Strähnen und fangen an zu flechten. Einen ganz normalen 3 Strähnen Zopf.
So, jetzt schauen wir mal, ob der Hairbraider das schneller kann. So, jetzt gibt es hier so eine Abteilungshilfe. Ich probiere das jetzt mal damit aus. Damit soll man sich mal erst gleichmäßig hier 3 Strähnen abteilen. Also man nimmt sich hier oben eine Partie Haare. So. Machen wir das jetzt mal so. Und dann soll man hier diesen Trenner da reinlegen, die Strähne da rein. Und dann teilt er die hier angeblich in 3 gleich große Strähnen auf. So. Und dann soll man das hier mit diesem Gummi hier verschließen. Okay, das ging ja noch ganz gut. So, und so sieht jetzt der Hairbraider aus. Der hat hier auch so Haken. Und hier soll man jetzt die einzelnen Strähnen einfädeln. Ich nehme jetzt mal hier die erste Strähne. Ich habe den übrigens noch nicht ausprobiert, also ich mache das jetzt auch zum allerersten Mal. Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert. Nummer 1 ist drin. Jetzt weiß ich nur nicht, in welcher Reihenfolge. Machen wir das jetzt mal hier. Den mittleren machen wir jetzt hier in den pinken. Nummer 2. Und Nummer 3. Also das Einfädeln ist schon ziemlich schwierig. Ich glaube, wenn man das bei sich alleine macht, wird das noch schwieriger werden. So, und jetzt kann man hier diese Haare durch diese Röhrchen ziehen, indem man hier unten dran zieht. Dann zieht er das hier unten einfach durch. Das geht ganz easy. Also hier unten dran ziehen. Und schon werden die Haare durchgezogen. So, und jetzt soll man das möglichst nah an den Haaransatz ziehen. Dabei sehe ich jetzt schon, dann revelt sich das hier ziemlich auf. Vielleicht hätte ich das direkt mehr an den Haaransatz halten müssen. Ich weiß es nicht. Aber ich fange jetzt mal an zu flechten. Achtung, fertig, los! Also ihr seht, der Anfang ist nicht schön. Und hier unten sehe ich gerade, verknotet es sich auch schon total. Dann machen wir das jetzt hier nochmal auf. Ja. Ich glaub, da müssen wir abschneiden. Also ich flechte mal weiter. Der Anfang sieht schon ganz gruselig aus. Aber wenn man das hier unten vielleicht immer direkt wieder entheddert und das hier so runterzieht, dann geht es, glaube ich, ein bisschen besser, ja. Man kann aber immer direkt stoppen, also es kann eigentlich nichts passieren, nur der flechtet halt hier unten die Strähnen mit. Dann verschließe ich diesen wunderschönen Zopf und versuche daneben mal ein, ob der noch besser hinzukriegen ist, wenn man das mal ein bisschen geübt hat. Okay, so. Jetzt kommt wieder der Part, wo wir die Haken durchziehen. Ich fange jetzt mal mit dem mittleren an. Gehe auch direkt bis da oben dran. Also selber flechten geht auf jeden Fall schneller, Leute. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, jetzt bleibe ich direkt am Ansatz und ziehe jetzt die Haken hoch, ziehe jetzt die Haken runter. Achtung, fertig, los! Immer wieder hier unten den Zopf lösen, damit es weitergehen kann. Ich denke mir, bei kurzen Haaren habt ihr das auch vielleicht nicht so sehr das Problem, dass sie hier unten auch immer sich mitflechten, die Haare. Das Flechten an sich geht super schnell, das finde ich gar nicht mal schlecht. Aber alles drumherum ist wirklich sehr friemelig. Ist auf jeden Fall schon besser geworden wie der erste Zopf. So sieht es jetzt aus. Der Zopf an sich ist schön, aber man kriegt den Ansatz halt nicht wirklich so schön hin, wie wenn man es mit der Hand macht. Aber wer weiß, wenn man es vielleicht auch öfters übt,
wird es vielleicht auch noch besser. So sieht es jetzt aus. So, also mein Fazit, der Twisty Kit, ich glaube, den kann man wirklich gebrauchen. Der geht echt schnell, wenn man mal ganz viele Twists in lange Haare reinmachen will. Aber den Hair Braider, den kann ich eher nur so als Spielzeug empfehlen. Vielleicht, wenn ihr euren Puppen oder Frisurenköpfen ein paar Zöpfe machen wollt. Vielleicht klappt es aber auch bei kurzen Haaren besser. Nur die Ansätze werden halt nicht wirklich schön. Okay, und dann hoffe ich, das Video euch gefallen. Dann möchten wir natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! We're doing it all, the feeling is so, maybe you got me, believe in the magic.